Liebe Leute, mein Name ist gekommen und im heutigen Zeichentutorial will ich dir, liebe Zuschauer, zeigen, wie du Schritt für Schritt aus einer Zahl etwas zeichnen kannst. In diesem Fall zeige ich euch heute, wie ihr aus einer Zahl eine Vierer zeichnen könnt. So soll das am Ende aussehen und wie wir dahin gelangen, zeige ich jetzt natürlich in diesem kleinen Video. Im ersten Schritt natürlich brauchen wir ein neues weißes Blatt Papier und natürlich unseren Bleistift. Und um diese Vierer zu zeichnen, brauchen wir eigentlich nichts anderes als eine Zahl, und zwar fangen wir mit der Zahl 1 an. Um jetzt die Vierer zu zeichnen, brauchen wir als allererstes also die Zahl 1. Das heißt, wir zeichnen 1 ungefähr so in diesem Winkel. Und wichtig ist natürlich, wenn wir das gezeichnet haben, dann brauchen wir unten diesen Fuß. Keine Ahnung, wie das genau bezeichnet wird, aber im allerersten Schritt brauchen wir unten diesen Fuß. Dann ist es wichtig, dass wir das Ganze genauso hier auf der anderen Seite genauso machen, aber diesmal ein Tick länger, denn das spiegelt ja sozusagen die Länge der Vierer wider. Und jetzt ist wichtig, dass wir im nächsten Schritt auf beiden Seiten solche Abrundungen machen. Ist jetzt nicht so schlimm, falls es hier ein bisschen kürzer ist. Das können wir noch nachbessern. Auf der Seite ist es genauso, dass wir das Ganze hier nachbessern, ein bisschen lang ziehen. Und wenn es Tick rüber steht, ist es nicht schlimm, denn nachher kommt da unten das Wasser hin, was wir noch zeichnen wollen. Und dann ist es wichtig natürlich im nächsten Schritt, dass wir erstmal hier oben sozusagen diese Fahrerkabine oder was halt, wo die Passagiere wohnen, hinzeichnen. Und dann ist es noch wichtig, dass wir ganz einfach sagen, kommt noch sozusagen der Schornstein oben rauf, den wir zeichnen. Den könnt ihr natürlich auch ein bisschen variieren, wenn ihr es ein bisschen anders haben wollt. Sozusagen hier noch einen Strich dazu. Ist ja euch überlassen, wie ihr die Vierer dann nachher zeichnen wollt. Und dann ist es wichtig jetzt sozusagen, man setzt irgendwelche Spots oder besser Highlights hinzu, was ja noch ein bisschen dieses auszeichnet, dass es eine Vierer ist, und zwar die Konturen. Einmal von den Wolken, ist euch überlassen, wie die aussehen. Und jetzt hier unten ist es wichtig, dass wir einmal sagen, wir zeichnen von der linken Seite nach oben, sozusagen, dass man hier sieht, das ist die Spitze, und von der anderen Seite genauso. Und wenn wir das Ganze haben, dann fehlen unsere Bullaugen noch. Das heißt, wir zeichnen einmal hier eine zweite Linie parallel zu dieser, so wie hier auch. Wenn wir das Ganze haben, haben wir es sozusagen abgetrennt von der Fläche und können jetzt die Bullaugen hinzeichnen. Der Abstand ist euch überlassen, das ist relativ egal, und wie viele Bullaugen ihr auch zeichnen wollt. Hier oben auch nochmal, dass man sieht, okay, da ist auch nochmal was. Und wenn wir das Ganze haben, dann fehlt nur noch unten die Kontur vom Wasser. Das heißt, also wir können hier sozusagen, je nachdem wie groß ihr den Abstand macht, könnt ihr sagen, ja, man sieht die Spur ein bisschen besser vom Wasser oder weniger. Und so sieht es ungefähr am Ende aus. Jetzt könnt ihr das Ganze noch auszeichnen, wenn ihr wollt, oder ausmalen, je nachdem welche Lust und Laune ihr habt. Von Farben her könnt ihr sagen Grautönen oder bunt machen, je nachdem wie ihr es gerne haben wollt. Ich bin am Ende des Videos, hoffe natürlich, dir hat es gefallen, lieber Zuschauer. Würde mich über einen Daumen hoch natürlich sehr freuen und verabschiede mich an dieser Stelle von dir, liebe Zuschauer, und schalte das nächste Mal ein bei einer weiteren Folge von mir, gekommen, beim Zeichnen.